Den Teller trug er jeden Mittag selbst hinaus. Das war sein Auftrag, und er erfüllte ihn wie alle seine Aufträge. Pünktlich, lautlos, unsichtbar. Kaspar kannte die Gänge des Schlosses wie seine eigenen Hände. Jede Biegung, jede Knarrstelle der Dielen, die Stellen, wo das Licht durch die Läden fiel und Schatten warf, die kein Fremder kannte. Mit 12 Jahren war er in diese Küchen gekommen, und jetzt war er fast 20. Und er hatte gelernt, was gute Diener lernten, der unsichtbarste Körper im Raum zu sein. Im großen Saal, das Stimmengewirr der Mittagstafel, das Klirren von Silber auf Silber, der Geruch von Bratenjus und dem schweren Bienenwachs der Kerzen. Der König aß wie alle anderen, trank wie alle anderen und dann jeden Mittag auf die Stunde, die Hand, die sich hob. Die Diener räumten. Kaspar räumte mit den Teller aus der Mitte des Tisches, den Teller mit dem Silberdeckel. Nie groß dieser Teller, fast zu klein für einen König. Das Gewicht unter seinen Händen war gleichmäßig und, das war das Merkwürdige, warm. Nicht das Warm eines Brotes aus dem Ofen, sondern die tiefere Wärme von etwas, das eine eigene Temperatur hatte, unabhängig von allem Äußeren. Was darunter lag, wusste er nicht. Der König betrat das Nebenzimmer allein. Die Tür schloss sich. Was drinnen geschah, war still. Kein Messer, kein Löffel, kein Klappern, das durch das Holz drang. Nur Stille. Wenn der König herauskam, war sein Gesicht das Gesicht von jemandem, der zugehört hatte. Nicht gegessen. Zugehört. Das war keine Erklärung, das war ein Einfall. Aber Kaspar hatte diesen Einfall jeden Mittag, jetzt seit Monaten, und er ließ ihn nicht mehr los. Er trug den Teller in seine Kammer. Das Warten gehörte zum Auftrag, bis der König fertig war, bis er gerufen wurde, die Schüssel zurückzutragen in die Küche. Er wartete auf dem Schemel, die Schüssel vor sich auf dem kleinen Tisch. Das Silber des Deckels war kalt unter den Fingern. Glatt, ohne Makel. Das kühle Metall, das nie vergaß, was es war. Er legte eine Hand auf den Rand, zog sie zurück. Er war mit 12 in diese Küchen gekommen und er hatte seitdem gelernt, nicht zu fragen. Nicht fragen war das Kapital, das er hatte. Ein guter Diener fragt nicht, ein guter Diener sieht nicht hin. Er hatte diese Grenze gehalten, wie die Grenze seiner eigenen Hände. Das, was er anfasste und das, was er in Ruhe ließ. Die Schüssel saß auf dem Tisch. Die Tür war geschlossen. Sein Finger lag auf dem Rand des Deckels. Er hob den Deckel. Die Schlange lag auf dem Porzellan, wie jemand, der nicht stört. Weiß, nicht das Weiß von Knochen oder das Weiß, das Krankheit bedeutet. Das Weiß von Dingen, die eine eigene Helligkeit haben, unabhängig vom Licht des Raumes. Sie war gerollt, ganz still, die Schuppen ihrer Haut mit einer Ruhe, die er von Schlangen nicht kannte. Kein Zucken, kein Atem, kein Zeichen, dass sie lebte. Und trotzdem kein Zeichen, dass sie nicht lebte. Er stand. Er hätte den Deckel zurücklegen sollen. Vielleicht hatte er das erwartet von sich, den Schrecken, der seine Hand schnell machte, stattdessen das Gegenteil. Ein Innehalten seines Körpers, das keine Furcht war, die Stille vor einem Klang, den man noch nie gehört hat und von dem man plötzlich weiß, dass er kommen wird. Er streckte die Hand aus, eine Fingerspitze, langsam. Das Porzellan neben ihr, kühler, die Schuppen selbst, warm. Wärmer als die Luft, wärmer als das Zimmer, wärmer als die Hand, die sie berührte. Er brach ein kleines Stück vom Ende. Das Kauen war langsam. Er ließ es auf der Zunge ruhen, nicht weil er Geduld hatte, sondern weil er wusste, ohne zu wissen woher, dass dieser Moment keine Eile vertrug. Er schluckte. Das Fenster stand einen Spalt offen. Auf dem Sims draußen, Spatzen, wie immer um diese Stunde, ihr Lärm, der vertraute Hintergrundlärm, der kein Hinhören verlangte. Er drehte sich um
weil er dachte, jemand stehe hinter ihm. Niemand stand hinter ihm. Die Spatzen redeten. Er trat ans Fenster, langsam, als würde Eile sie vertreiben. 2 kleine Körper auf dem Sims, die Köpfe wechselnd geneigt und ihre Stimmen kein Lärm mehr, kein Hintergrund. Worte. Ein Gespräch, das er sofort verstand, als hätte er diese Sprache immer gesprochen und nur vergessen. Das eine berichtete dem anderen von einem Brotkrumen hinter der 3. Mauer links. Das andere antwortete, dort sei gestern etwas Besseres gelegen. Kaspar lehnte an der Fensterbank. Seine Hände griffen das Holz, weil sie irgendwo hin müssten. Er atmete nicht. Die Welt draußen war voll davon. Der Hof, die Linden dahinter, die Felder dahinter, Stimmen in Stimmen in Stimmen. Er hatte in diesem Schloss gelebt und gearbeitet und geschlafen. Und all diese Jahre waren die Tiere um ihn gewesen, wie Dinge, die sich bewegten, aber nichts sagten. Und jetzt sagten sie alle auf einmal alles. Und es war nicht wie ein Wunder. Es war wie das erste Mal eine Brille aufsetzen und verstehen, dass die Welt schon immer so scharf gewesen war. Er setzte sich auf den Boden, saß. Die Sonne wanderte über das Fensterbrett. Die Spatzen redeten weiter. Die Nachricht kam am nächsten Morgen durch einen Wachen. Der Thronsaal hatte die Kälte von Räumen, in denen Urteile gefällt werden. Nicht die Kälte einer Jahreszeit, diese tiefere, die keine Temperatur ist, sondern die Anwesenheit von Macht. Kaspars Schritte auf dem Stein klangen zu laut. Er hielt sich klein, die Schultern leicht nach innen, wie er es in diesem Raum immer getan hatte. Der König sah ihn an. Nicht wütend, das wäre einfacher gewesen. Der Ring der Königin ist verschwunden. Die Stimme des Königs. Kein Vorwurf, nur Tatsachen, und Tatsachen schnitten sauberer. Du hattest überall Zugang. Du warst als einziger in der Nähe. Kaspar wartete auf mehr. Es kam nichts mehr. Ich habe ihn nicht genommen. Das Schweigen des Königs war keine Lücke für Antworten. Es war das Schweigen von jemandem, der entschieden hatte, bevor er fragte, nicht aus Bösartigkeit, sondern aus der Blindheit von jemandem, der Kaspar immer nur als Funktion gesehen hatte. Dienst, Verlässlichkeit, Zugang. Nie einen Menschen. Bis morgen früh nennst du den Schuldigen, sonst stehst du an seiner Stelle. Kaspar verließ den Thronsaal. Der Hof in der Abendsonne. Kühler als der Saal. Das Wasser des Brunnens in der Mitte, das gleichmäßig floss und kein Interesse hatte an Urteilen. Er setzte sich auf den Rand, die Hände im Schoß. Der Stein unter ihm raut und kalt schon, das feuchte Moos an der Seite unter den Fingern. Da war keine Wut in ihm. Das war das Merkwürdige. Er hatte Wut erwartet. Und da war stattdessen die alte Erschöpfung, das dumpfe Wissen von jemandem, der lange unsichtbar war und nie wirklich geglaubt hatte, dass das je anders würde. 8 Jahre Dienst, 8 Jahre Zuverlässigkeit, die kein Gesicht hatte. Und der König hatte geschaut und eine Funktion gesehen, die vielleicht gestohlen hatte, weil Funktionen manchmal stehlen, wenn man nicht aufpasst. So ist das. Er kannte diesen Gedanken, er ließ ihn gehen. Das Abendlicht lag flach über dem Pflaster, das Wasser des Brunnens warf kleine Reflexe. Irgendwo jenseits der Mauer der späte Ruf eines Vogels. Einmal, dann Stille. Das Schloss um ihn war laut und dann still. Die Dienstboten, die vorbeigingen, keiner, der seine Augen hob. Das Schnattern und Watscheln der Enten, wie immer um diese Stunde. 3, 4 Tiere aus dem hinteren Hof, der Teich gegenüber, die Köpfe putzend, unbekümmert, vollständig desinteressiert an allem, das mit Ringen und Urteilen zu tun hatte. Kaspar saß am Brunnenrand, und das Reden, das er jetzt hörte, war so nah, als säßen sie neben ihm. Eine sagte, sie habe heute Mittag beim Trinken etwas im Hals bekommen.
Etwas Rundes und Hartes, das ihr keine angenehme Lage gab und noch immer lag. Kaspar saß sehr still. Die Enten redeten, wie Enten reden, über das Schlammbad am Teichrand, über die Frösche in der Ecke, über den Gärtner, der zu laut über den Kies ging. Ein Gespräch von solcher unbeschwerten Alltäglichkeit, dass Kaspar beinahe hätte lachen können, wenn da nicht diese eine Sache gewesen wäre: die Ente, die etwas Rundes und Hartes im Magen hatte, das ihr keine angenehme Lage gab, und das schon seit dem Mittag lag. Er stand auf, bevor er gedacht hatte. Die Küche, Rauch und Fett und der schwere Geruch von Hühnerbrühe, der Koch, der sich umdrehte mit dem Ausdruck eines Mannes, der keine unerwarteten Wünsche schätzte. Kaspar brauchte eine Weile. Die wohlgenährte Ente, er kannte sie am Fleck unter dem linken Flügel. Der Koch schaute ihn an, schaute die Ente an, schlachtete sie, der Ring lag im Magen. Kaspar legte ihn auf den Tisch des Königs. Der König saß. Er sagte nichts, einen Moment lang, nur das Stillhalten von jemandem, dem eine Entscheidung aus den Händen genommen wurde, die er schon getroffen hatte. Dann: Entschuldigung, das Angebot, Ehrenstelle, Rang, eine Position unter den Ersten des Hofes. Kaspar hörte zu. In ihm keine Wut, nur das Wissen, der König sah ihn noch immer nicht. Er sah das, was Kaspar tat, nicht das, was Kaspar war. Das war kein Urteil, nur eine Tatsache, die ihm sagte, was er tun würde. Ein Pferd, sagte er, und Reisegeld. Der König sah ihn an. Ich möchte die Welt sehen. Der Grauschimmel war jung, mit dem unruhigen Blick eines Tieres, das noch nicht wusste, wohin es gehörte. Kaspar führte ihn aus dem Stall, und im Stallgang das erste Mal, dass er ihn berührte. Eine Hand auf dem Hals, nicht lang, nur das Bekanntmachen, das Anfangen. Das Pferd stand still. Kaspar lehnte die Stirn an den Hals des Tieres und stand so einen Moment, bevor er verstand, was er tat. Das erste Ding, das wirklich ihm gehörte, roch nach Hafer und Tieratem und dem Leder des Zaumzeugs, das man frisch geölt hatte. Er führte es hinaus. Das Schlosstor schloss sich hinter ihm. Er drehte sich nicht um. Die Felder lagen weit unter dem Mittag, das Gras trocken und goldfarben, die Heuschrecken im Rhythmus des langen Weges. Der Grauschimmel unter ihm fand seinen Schritt, und Kaspar fand den Schritt des Pferdes. Und nach einer Weile war das nicht mehr zwei Dinge, sondern eines. Er hatte noch nie kein Ziel gehabt. Das war seltsam, nicht unbehaglich, seltsam wie das erste Mal ohne die Schüssel durch den Saal, der erste Morgen ohne Aufwarten, das Fehlen von etwas, das man so lange getragen hat, dass man vergessen hatte, dass es eine Last war. Die Stimmen kamen von überall. Das hatte er gelernt in den Tagen nach der Schlange. Die Welt hatte eine neue Tonebene, die er nicht mehr abstellen konnte. Und er hatte gelernt, sie zu hören, ohne bei jedem Satz stehen zu bleiben. Die Amsel auf dem Zaunpfahl redete über den Regen von gestern. Die Mäuse im Feld über den Bauern, der zu früh säte. Er hörte und ließ es gehen, wie man das Rauschen des Windes hört, ohne aufzuhören, was man tut. Manchmal hielt er inne, lehnte sich vor auf dem Pferd und hörte zu, manchmal nicht. Den Grauschimmel nannte er im Stillen Grau. Am zweiten Nachmittag zwischen zwei Hügeln und einem alten Waldweg, das Schilf. Ein Teich, ruhig und flach am Rand, das Licht auf der Oberfläche schläfrig und darin, kaum hörbar, zu leise für jemanden ohne die Gabe, 3 Stimmen, die keuchten. Obwohl man sagt, die Fische wären stumm. Das hatte er als Kind in der Schlossküche gehört, beiläufig, am Tisch der alten Männer. Die Fische sind stumm, die Fische sagen nichts, das weiß jeder. Er hatte es geglaubt, wie man Dinge glaubt, die alle wissen. Die 3 Fische im Schilfkanal keuchten. Nicht laut,
nicht laut genug für jemanden ohne die Gabe. Aber er hörte die Klage so klar, wie er die Spatzen am Fensterbrett gehört hatte. Das Schilf hält uns, wir kommen nicht heraus, wir kommen nicht heraus. Er stieg vom Pferd, das Schilf unter den Händen, trocken und scharf an den Rändern, der Geruch von Schlammwasser und stehendem Grün. Das Wasser an den Waden kalt, kälter als die Luft, der Schlamm nachgebend unter dem Schuh. Er griff in das Schilf, die Finger um die glatten, zappelnden Körper, hob sie heraus. 3 Fische auf der Handfläche, die Augen kleiner als Linsen und trotzdem da. Wesen, die sahen und spürten und jetzt zappelten mit der Energie von allem, das wieder kann. Er kniete sich ans Wasser und ließ sie gleiten. Das Aufzucken, einmal, zweimal, dreimal, das Aufblitzen von Silber und dann die Stille des Teichs, der wieder war wie vorher. Nein, nicht ganz. 3 Köpfe über dem Wasserspiegel, 3 Mäuler, die sich öffneten. Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten. Dann fort, das Wasser, das sich schloss. Kaspar stand auf, das Wasser aus dem Stiefel schüttelnd und ging zurück zum Pferd. Er stieg auf, ritt weiter. Der Sandweg durch die Heide lag heiß unter dem Mittag, das Schimmern über dem Boden, der Geruch von warmem Stein und trockenem Gras. Unter dem linken Vorderhuf des Grauschimmels ein Klagen. Er hielt, so dünn, so weit unter dem Lärm der Welt, dass er es beinahe verpasst hätte. Aber der Grauschimmel wich einen halben Schritt, das kleine Erschrecken eines Tieres, das Druck spürte, und Kaspar horchte. Die Ameisen, eine Kolonne, die sich durch den Sand zog, breit wie ein Fluss, und darin mit der Würde von jemandem, der ein Volk regierte, das kein Mensch je zählen konnte. Eine Stimme. Wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Tieren vom Leib blieben. Kein Flehen, kein Bitten. Reiner, direkter Ärger. Kaspar lenkte das Pferd zur Seite. Der lange Weg um die Kolonne herum, durch das hohe Gras, die Disteln, die an den Schenkeln des Pferdes streiften. Dann, von irgendwo hinter ihm, eine Stimme, die keine Dankbarkeit war, aber eine Versicherung. Wir werden dir's nicht vergessen. Der Wald danach. Dichter, das Licht gebrochen durch altes Laub, der Boden weich und dunkel unter den Hufen. Dann das Geräusch. Er kannte es sofort, ohne zu wissen warum. Das Geräusch von Dingen, die klein sind und Hilfe brauchen. Über ihm, in dem Nest eines alten Baumes, das Kreischen des Rabenelternpaares und das kleinere, schwächere Kreischen darunter. Und als er aufschaute, 3 Küken auf dem Waldboden. Noch keine Flügel, die trugen. Sie hüpften, die kleinen Körper, die Münder offen. Wir hilflosen Kinder, wir sollen uns selbst ernähren und können noch nicht fliegen. Kaspar saß still auf dem Pferd, die 3 Küken auf dem Moos, die Augen halb blind noch, die Flügel so kurz, dass sie aussahen wie Gesten, nicht wie Flügel. Hilflos, ausgesetzt, von den Eltern verlassen mit dem Argument, dass es Zeit wäre. Er kannte das Argument. Er stieg ab. Das Pferd blieb neben ihm stehen, wie Pferde stehen, wenn sie einem Menschen vertrauen. Die Ohren locker, der Atem ruhig, der Körper ohne Spannung. Kaspar legte eine Hand auf den Hals. Die Wärme des Fells unter der Handfläche, der Geruch nach Schweiß und Hafer und dem Leder, das er seit dem ersten Tag kannte. Das erste Ding, das ihm gehört hatte. Das einzige. Er hielt inne. Die 3 Küken auf dem Moos, der Grauschimmel neben ihm, das Rechnen, das er nicht anstellte, nicht weil er es nicht konnte, sondern weil er wusste, wohin es führte und weil er gelernt hatte, dass Güte und Rechnen nie dasselbe Ergebnis gaben. Er tat es. Danach die Küken fraßen. Die Stille des Waldes, die zurücks kam, eine Stille, die um einen Mann geht, der jetzt zu Fuß weitergeht. Kaspar schnürte das Bündel neu.
schulterte es. Er ging. Hinter ihm das leise, eifrige Geräusch von kleinen Körpern, die aßen. Vor ihm der Waldweg, breit und offen, das Licht durch die Bäume. Vor dem Stadttor hielt er kurz. Das war neu. Auf dem Land hatte er gelernt, die Stimmen zu schichten. Eine Amsel hier, eine Maus dort, Raum dazwischen. Aber eine Stadt war anders. Das Wissen davon stand ihm schon vor dem Tor bevor. Er ging hinein. Der Lärm wie ein Schlag, das Gedränge des Marktes, der Geruch von Pferden und gebratenem Fleisch und Menschen. Und darin sofort die andere Schicht. Die Hennen in den Körben stritten laut und sachlich, welche Ecke des Korbes den besten Schlafplatz bot. Links gegen rechts. Dasselbe Argument seit dem Morgen ohne Annäherung. Die Lasthunde am Rand tauschten Informationen über Abfallhaufen aus. Präzise, ohne Emotionen, mit der Nüchternheit von Wesen, die Dinge wissen wollen und nicht deuten. Das Pferd eines Händlers direkt neben ihm redete vor sich hin. Über das Pflaster, das schlechter war als gestern, über eine Koppel von vor 3 Jahren, über den Geruch von Regen, der vielleicht kommen würde. Auf dem Dach der Bäckerei debattierten 4 Tauben über den saubersten Brunnen der Stadt. Der an der Westmauer, nein, der am Marktplatz. Keine Einigkeit in Sicht und keine Notwendigkeit dafür. Kaspars Schritte wurden langsamer. 100 Gespräche auf 20 Schritt. Alle real, alle gleichzeitig. Keine wartete auf ihn und keine brauchte ihn. Die Welt der Menschen und die Welt der Tiere ineinander gefaltet. Jede vollständig in sich. Jede ohne Interesse an der anderen. Die Hennen stritten über Schlafplätze, während die Händler über Gewichte stritten. Die Tauben über Brunnen, während die Menschen Seide verkauften. 2 Welten, eine Stadt. Und er stand in der Mitte, der Einzige, der beide hörte. Er atmete tief, ließ den Strom durch sich hindurchgehen, wie man in einem breiten Fluss steht und die Strömung um sich spürt, ohne mitgerissen zu werden. Nach einer Weile möglich. Nicht leise, nur möglich. Der Ausrufer zu Pferd in der Mitte des Marktes las vor, als wäre er selbst der unwilligste Zeuge seiner eigenen Worte. Die Prinzessin, der Gemahl, die Bedingung. Wer scheiterte, starb. Kaspar stand zwischen 2 Händlern und schaute nicht auf den Ausrufer. Auf dem Balkon über dem Marktplatz eine Frau. Er hätte nicht gesagt, ob sie schön war, weil das Erste, das er sah, nicht Schönheit war. Die Haltung eines Menschen, der gelernt hatte, öffentlich zu sein, bevor er gelernt hatte, privat zu sein. Die Hände gefaltet. Der Blick über den Platz, ohne auf ihm zu ruhen. Das Lächeln, das kam, wenn das Gesicht eines brauchte. Erschöpfung, verkleidet als Würde. Er sah das und er hörte sich sprechen, bevor er wusste, dass er sprach. Der Palast, kühler, stiller als der Markt. Ein älterer König, dessen Gesicht die Last einer Entscheidung trug, die er vor langer Zeit getroffen hatte und seitdem nicht mehr abgelegt hatte. Er fragte, was Väter fragen, wenn sie hoffen, abgeschreckt zu werden. Kaspar gab die Antworten. Du weißt, was du versprichst? Ich weiß es. Eine Pause. Der König sah ihn an, mit dem Blick eines Mannes, der hofft. Gut, sie wird dir die Aufgabe stellen. Die erste Aufgabe, ein goldener Ring in das Meer geworfen, zurückzubringen bis morgen vor Sonnenuntergang oder ins Meer gestoßen, immer wieder, solange er lebte. Die Menge wich zurück, die Wachen traten zurück. Nur Kaspar, der Kai, das Meer, das Salzwasser auf den Lippen, der Geruch von Tiefe und kalter Luft, von Algen und dem Nassen, das kein Süßwasser ist. Das Meer bewegte sich, gleichgültig, ohne Beziehung zu ihm oder dem Ring oder irgendetwas, das hier oben eine Rolle spielte. Er schaute auf die Oberfläche. Das Graublau des Wassers, das kein Ende sehen ließ. Keine Markierung,
keine Stelle, die anders war als jede andere. Nur das Meer, das fortging, bis es Himmel wurde. Irgendwo unter dieser Oberfläche lag ein Ring. Er wartete. Die Wellen kamen und gingen. Der Kai war leer, die Menge zurückgetreten, aber er spürte die Blicke, das Wissen von jemandem, der gelernt hatte, wann er beobachtet wurde. Die alte Schlossdisziplin auf diesen Platz umgestellt. Das Meer schwieg. Dann 3 Punkte an der Oberfläche, zu klein, um sicher zu sein. Das Aufzucken von Silber, dieselbe Bewegung wie damals im Teich, dieselbe Selbstverständlichkeit von Wesen, die wussten, wohin sie gingen. Der Mittlere trug etwas im Maul, eine Muschel. Er kniete sich, die Knie auf dem feuchten Stein und die Muschel in seinen Händen, kühl und schwerer als sie aussah, das Perlmutt glatt unter den Daumen. Er öffnete sie. Der Ring lag innen, golden, nass, das Gewicht von echtem Metall. Er schloss die Hand drum. Die Prinzessin empfing ihn in dem kühlen Saal des Palastes. Ihr Gesicht, das öffentliche Gesicht, kein Riss, keine Neugier. Er öffnete die Hand. Ihr Blick auf dem Ring, ein kurzes Innehalten, nicht sichtbar für jemanden, der nicht wusste, wonach er schaute. Die Augen, die einen Moment nicht weitergingen, dann weiter. Du bist nicht ebenbürtig. Er wartete. 10 Säcke Hirse aus dem Gras, sagte sie. Bis morgen früh, vor Sonnenaufgang. Kein Körnchen fehlen darf. Sie wandte sich ab. Kaspar stand. In ihm etwas Heftiges, das er nicht zeigte. Nicht Wut, die alte Erschöpfung, das Zusammendrücken von allem, das man nicht sagen darf. Er presste die Zähne zusammen, rührte sich nicht. Schmerz war etwas, das er nicht zeigte. Er verbeugte sich, ging hinaus. Das Meer lag noch hinter ihm, das Salz noch auf der Zunge. Der Garten in der Nacht, Grillen, das leise Rauschen des Windes durch das trockene Gras, der Geruch von Erde, die den Tag gespeichert hatte und ihn langsam wieder abgab. Keine Lampe, nur die Sterne und das Wissen, dass die Hirse überall lag. Er suchte. Ein Körnchen zwischen den Fingern, kleiner als ein Nagel, die glatte Oberfläche kaum zu fühlen in der Dunkelheit. Noch eins. Er konnte suchen bis zur Stunde vor Sonnenaufgang und kein Zehntel eines Sacks füllen. Das wusste er nach dem ersten Viertel der Nacht. 10 Säcke, unmöglich. Das war keine Frage der Ausdauer. Er setzte sich ins Gras. Das Gras unter ihm, kühl, die Halme gegen den Rücken, die Erde feucht unter der Hand. Er schaute in den Himmel, in die Sterne, die sich so langsam bewegten, dass man das Ziehen nicht sah, nur die Verschiebung nach langer Zeit. Die Nacht war lang. Er hatte keine Lösung und keine Hilfe. Er wartete. Das Rauschen begann kaum hörbar. Unter den Grashalmen ein Kribbeln, das kein Wind war. Ein Ton, der von zu vielen Stellen auf einmal kam, als ob der Boden selbst sich bewegte. Die Ameisen. Eine Welle von kleinen Körpern aus dem Boden, aus den Rissen des Mauerwerks, aus jedem Winkel des Gartens. Sie strömten aus und verteilten sich, und das Gras bewegte sich mit ihnen Millionen Schritte auf der Erde, und das Kribbeln an seinen Armen und Händen war kein Schrecken. Es war das Arbeiten von etwas, das wusste, was es tat. Korn für Korn, Sack für Sack, die Nacht. Er schaute in den Himmel. Die Sterne bewegten sich langsam, das Kreisen, das kein Ende hat und kein Anfang. Das Rauschen der Ameisen war wie das Rauschen eines fernen Flusses, gleichmäßig, ausdauernd, ohne Pause, ohne Ungeduld. Ein Volk, das keiner Erklärung brauchte und keine gab. Das Versprechen eines kleinen Königs unter der Erde, eingelöst in der Stille der Nacht, Korn für Korn, bis kein Körnchen fehlte. Er saß in der Mitte davon und hörte dem Rauschen zu. Er schlief ein, irgendwann. Das hatte er nicht geplant. Als das erste Licht über dem Mauerrand erschien,
Das zögernde Grau vor der Sonne standen 10 Säcke. Er kniete sich, öffnete einen, Korn um Korn, vollständig bis oben. Kein Körnchen fehlte. Die Prinzessin kam selbst herab. Er hatte es gewusst. Sie würde kommen, weil sie das Fehlen des Ergebnisses selbst sehen musste. Sie trat in den Garten, die Schritte auf dem Stein und sah die Säcke. Einen Moment lang ihr Gesicht, das nicht das öffentliche Gesicht war. Dann war es wieder das öffentliche Gesicht. Eine letzte Aufgabe. Ihre Stimme, die ruhige, beherrschte Stimme. Bring mir den Apfel vom Baum des Lebens. Kaspar stand im Garten, die 10 Säcke vor ihm, die Sonne über dem Rand und der Schlag dieser Aufgabe saß. Niemand wusste, wo der Baum des Lebens stand. Er wanderte. Das erste Königreich, Wälder und Herbstfelder, das Licht, das von Woche zu Woche kürzer wurde, der Geruch von frisch geschnittenem Getreide, der Qualm der Höfe abends, die Wege zwischen Feldern, die kein Ende versprachen. Die Tiere am Wegrand redeten, wie Tiere immer redeten, über das Wetter und die Jahreszeit und was die Menschen wieder taten. Und er hörte zu, und manchmal fragte er, und keines kannte den Baum des Lebens. Er fragte in Dörfern, in Städten, an Wegkreuzungen. Niemand kannte ihn. Niemand hatte je von ihm gehört, außer aus Geschichten, und die Geschichten gaben keine Richtung. Das zweite Königreich, ein Gebirge, die Wege enger, der Wind mit dem ersten Geruch von kommendem Schnee. Auf einem der Pässe, in einem Dorf, das kaum mehr war als ein Dutzend Häuser an einem Hang, fand er den Mann. 80 Jahre, vielleicht 90. Das Gesicht, in das das Wetter so vieles eingearbeitet hatte, dass man darin las wie in altem Holz. Er saß auf einer Bank vor seinem Haus, die Arme auf den Knien und schaute das Tal hinunter mit dem Blick von jemandem, der es lange genug kannte, um nicht mehr hinsehen zu müssen. Kaspar fragte nach dem Baum des Lebens. Der alte Mann schwieg lange. Dann: »Mein Vater hat davon erzählt, sein Vater auch.« Er schaute weiter das Tal hinunter, als wäre das Gespräch nicht der Rede wert. Ein Baum, der am Rand der Welt steht. Kein Weg führt dahin, aber wenn man den richtigen geht, findet man ihn trotzdem. Welcher Weg ist der richtige? Das weiß ich nicht. Er drehte die Hände auf den Knien, eine langsame Bewegung, als ob er etwas abwog, das sich nicht abwägen ließ. Mein Vater hat gesagt, zuerst das hohe Gebirge, dann das flache Land, dann das Meer. Das Ende der Welt liegt jenseits des Meeres. Die Luft roch nach Kiefer und dem feuchten Geruch von Schnee, der noch unterwegs war. Kaspar saß auf dem Stein neben der Bank. Gibt es hier nichts im Gebirge selbst? Der alte Mann dachte nach. Lang. Es gibt ein Tal, sagte er schließlich, 3 Tage westlich. Manche sagen, dort wachsen Bäume, die kein Name kennt. Er sah Kaspar jetzt kurz an. Niemand ist zurückgekommen, der es bestätigen könnte. Niemand, der zurückgekehrt ist, hat es je gesehen. Das ist dasselbe. Kaspar stand auf. Ich gehe trotzdem. Der alte Mann nickte. Ohne Überraschung, ohne Kommentar. Er schaute wieder das Tal hinunter. Er ging. 3 Tage westlich, über Pässe, durch das Knirschen von Neuschnee, der über Nacht gefallen war. Das Tal öffnete sich am Morgen des 3. Tages. Tief und schmal, die Wände aus grauem Stein und darin tatsächlich Bäume. Uralt, schweigend, die Stämme so breit, dass kein Mensch sie hätte umgreifen können. Der Boden darunter, Moos und die Stille von Orten, denen die Zeit nicht wichtig ist. Er stand am Eingang und wartete. Die Bergdohle auf dem Fels gegenüber fragte er nach dem Weg. Sie kannte jeden Pfad nach oben und jeden nach unten, jede Schlucht, jeden Grat. Den Baum des Lebens nie gehört. Was das sein soll? Eine zweite Dohle, weiter oben dasselbe. Die Stille der alten Bäume war die Stille von etwas, das sehr alt war
und sehr gleichgültig. Nicht die Stille von etwas, das wusste. Das war kein heiliger Ort. Das war nur ein Wald, der alt geworden war. Er wandte sich um. Der Rückweg dauerte 4 Tage, nicht 3. Die Erschöpfung, die in die Schritte kommt, wenn man in die falsche Richtung gegangen ist, trug ein anderes Gewicht als die vom Vorangehen, weil sie das Wissen mitschleppte, dass man von vorne anfangen musste. Er sprach nicht mehr mit den Vögeln am Weg, ließ die Stimmen durch sich hindurchgehen, ohne hinzuhören. Das 3. Königreich, flaches Land, breite Flüsse, der Himmel weit und der Horizont weit und alles weit. Die Erschöpfung, die in den Knochen sitzt, wenn man lange gegangen ist, ohne anzukommen. Er kannte sie jetzt von innen, die Art Müdigkeit, die kein Schlafen abstellt, die mit aufwacht und mitgeht und abends wieder da ist. Er fragte. Niemand wusste. An einem Abend in dem Wald des 3. Königreichs, ein alter Baum, die Wurzeln breit und tief in den Boden greifend, das Moos auf dem Holz weich wie etwas, das viele Jahre aufgehäuft hatte. Er lehnte die Schultern an den Stamm, die Rinde rau unter der Hand, das Harz, der Geruch von Erde und dem Regen von früher am Tag. Er setzte sich auf eine Wurzel, das Licht zwischen den Bäumen, orange, dann grau. Er schloss die Augen. Das Rauschen weckte ihn, Flügel, das kraftvolle Rauschen von großen Flügeln, nahe, und er öffnete die Augen, und die Dunkelheit war vollständig, und auf seinen Knien saßen 3 schwarze Vögel. Nicht die Küken, die er kannte, groß, stark, die Federn mit dem Glanz von Tieren, die gesund sind und weit geflogen sind, die Augen ihn anschauend mit dem Wissen von Wesen, die genau wussten, wohin sie geflogen waren. Das Gewicht ihrer Füße auf seinen Knien, leichter als erwartet. Die Wärme davon durch den Stoff. Das Mittlere trug etwas im Schnabel. Wir sind die 3 jungen Raben, die du vom Hungertod errettet hast. Die Stimme, die er kannte und nicht kannte, dieselbe Stimme, gewachsen, gereift, die Stimme von Wesen, die aus dem Wald des 3. Königreichs über das Meer geflogen waren und zurück. Wir sind über das Meer geflogen, bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht. Das Mittlere öffnete den Schnabel. Der Apfel fiel auf seine Handfläche. Golden. Ein tiefes, warmes Gold, das eine eigene Wärme hatte. Warm wie etwas, das in der Sonne gelegen hat und die Wärme nicht vergisst. Keine Kerbe, keine Delle. Schwer für seine Größe. Er schloss die Finger. Die 3 Raben saßen noch einen Moment, das Gewicht ihrer Füße durch den Stoff, die Wärme von ihnen und dann das Rauschen, dreifach, und sie stiegen auf. Er saß im Wald, den Apfel in der Hand, und hörte das Rauschen noch lange nach, als es schon nicht mehr da war. Der Weg zurück. Der Palast, das Tor, der Hof, die Wachen, die ihn durchließen. Die Prinzessin stand im Empfangssaal. Er hatte erwartet, dass sie nicht gewartet hatte, dass er ankommen und seine Botschaft schicken würde und lange warten. Stattdessen, sie stand auf, als er eintrat. Ein Innehalten, einen Herzschlag lang. Der Körper, der die Gewissheit aufgab, die er sich erarbeitet hatte. Er hielt ihr den Apfel hin. Sie streckte die Hand aus, nahm ihn, hielt ihn, die Finger, die sich schlossen, fester als nötig, der Apfel in beiden Händen, das goldene Gewicht. Sie schaute ihn an. Und dann kein öffentliches Gesicht, kein Lächeln, das vorbereitet war, nur eine Stimme, die sich selbst überraschte. Du bist zurückgekommen. Er wartete. Keine Aufgabe kam. Sie senkte den Blick auf den Apfel. Die Hände, die ihn hielten, öffneten sich einen Moment. Nicht losgelassen, nur geöffnet. Die Handflächen nach oben, das goldene Gewicht darin, als müsste sie das Gewicht neu bestimmen. Dann schlossen sie sich wieder. Sie schaute auf, und dieser Blick traf ihn ohne die kleine Verzögerung, mit der sie immer zuerst das Gesicht ordnete,
bevor sie jemanden ansah. Diesmal nicht. Sie brach den Apfel, reichte ihm eine Hälfte. Ihr Gesicht in diesem Moment. Kein Gesicht mehr, das sie für andere trug. Nur das Erschöpfte darunter, das aufgehört hatte, etwas sein zu müssen. Sie aßen. Das Fruchtfleisch, fest, süß, die Süße von etwas, das kein Herbst und kein Garten gab. Tiefer, wärmer, wie eine Wärme, die von innen kommt und nichts verlangt und nichts nimmt. Ein Geschmack wie das Ende einer langen Wanderung an einem Ort, der auf keine Karte passt. »Wie heißt du?« Die erste Frage, die keine Prüfung war. »Kaspar«, sagte er. Und weil das der einzige Name war, den er hatte, nur das. Sie nickte. Ein Nicken ohne Öffentlichkeit. Nur für sie. Vor ihnen. Nichts, das schon geschrieben war. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen. Neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,